auch das Labor hat, und das fand ich ganz witzig, hat diese Ärztin angerufen und hat gesagt, sag mal, was machen Sie denn da gerade? Weil jeden Tag neue Sachen auf den Tisch kommen, die so faszinierend sind, ja, was die Wissenschaft uns jeden Tag bietet. Also das Zellenergie ist ja von Professor Brigitte König zusammengestellt und wie anfangs erwähnt, hat sie sehr viele Publikationen über Mitochondrien veröffentlicht. Weil erst dann, wenn eine wasserlösliche Veränderung oben drauf ist, kann es aus der Zelle raustransportiert werden. Mit Luxamed zum Beispiel Mikrostrom kann das natürlich noch optimal in der Zelle aufnehmen, intrazellulär auch verwerten und dann das Optimum rausholen. Da sind wir wieder in einer neuen Folge, in einer neuen Episode der Luxamed GmbH zum Thema frequenzspezifischer Mikrostrom. In dieser Folge habe ich mich unterhalten mit dem Geschäftsführer der Firma Natogena, Alexander Martens, denn wir alle wissen, die Mikrostromtherapie entfaltet ihre hauptsächliche Wirkung bzw. ihren Wirkungsbereich im Stoffwechsel. Und was brauchen wir natürlich auch für einen funktionierenden, für einen gut regenerierenden und ausleitenden Stoffwechsel? Wir brauchen entsprechende Bausteine, wir brauchen sozusagen Hilfsmittel, um das Ganze obendrauf noch mehr zu beschleunigen. Und was sind diese Bausteine, was sind diese Hilfsmittel? Das sind natürlich Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe und verschiedene andere Hilfsmittel. Und die Firma Natogena ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung eben solcher Präparate orthomolekularer Medizin bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Und hierüber habe ich mich mit Alexander Martens unterhalten, eben einmal hinter die Kulissen zu schauen, wie eigentlich auch die Herstellung, die Entwicklung und die Forschung rund um die Nahrungsergänzungsmittel funktioniert und was das Besondere auch an seinen Produkten ist und wie es sich auch kombinieren lässt eben mit der Mikrostromtherapie und wo das Ganze sinnvoll wäre. Dieser Podcast ist tatsächlich gespickt mit vielen, vielen Inhalten, mit vielem Know-how und nichtsdestotrotz war das Gespräch super spannend. Ich fand es total angenehm und Alexander Martens hat das auch super schlüssig erklärt. Also mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und auch einfach neues Wissen darüber aufzubauen. Ja, und in dem Sinn sage ich jetzt erst einmal viel Spaß mit dieser Folge, mit dieser Episode und wir hören uns wie gewohnt zum Ende des Interviews noch einmal. Dann begrüße ich heute zu unserer neuen Episode ganz herzlich Alexander Martens von Natogena. Ich freue mich sehr, Alex, dass es geklappt hat. Wir haben es ja schon ein paar Mal probiert zu planen. Dann ging es immer terminlich hier nicht, terminlich da nicht bei uns beiden. Und ja, dann sage ich ein herzliches Willkommen. Und ich Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich auch über die Einladung. Ja, wir arbeiten ja schon eine ganze Zeit zusammen. Haben, sagen wir mal, vor Corona auch Seminare zusammen gemacht, gegenseitig in den Teilnahmen und ja, da dachte ich mir, es passt einfach so genial zusammen. Das Thema Mikrostrom und LED-Lichttherapie und eine wirklich professionelle und zielgerichtete Nahrungsergänzung für, sage ich jetzt mal, Patienten, natürlich auch für die Anwender entsprechend dieser Therapieform. Und wir sind ja mit der Mikrostromtherapie, das ist ja bekannt, arbeiten wir ja im Stoffwechsel. Es gibt ja diverseste Studien. Wir haben selber mit dem Fraunhofer Institut einige Untersuchungen und zellbiologische Studien dazu durchgeführt, auch speziell auf das Thema LED-Licht. Und ich sage immer so schön, der Mikrostrom, mal so ganz einfach gesprochen, ja, der regt etwas an, er bewegt etwas, er bringt etwas in Gang, er braucht aber entsprechend natürlich gute Baustoffe, Bausteine, um dann auch Gewebeheilung etc. pp. Das Ganze in Gang zu bekommen. Und natürlich auch das Thema Ausleitung. Entgiftung ist ja ein sehr, sehr großes Thema, auch gesellschaftliches Thema, glaube ich. Und ja, in dem Zusammenhang dachte ich mir, passt es einfach perfekt, dass wir beide uns mal im Rahmen einer solchen Podcast-Episode unterhalten. Ja, damit würde ich sagen, stell du dich einfach mal vor, erklär, was ist dein Unternehmen, was macht ihr, wo kommt ihr her? Okay, mache ich gerne. Also vielen lieben Dank erstmal für die Einladung wieder vorab. Wir stellen Nahrungsergänzungsmittel her. Unsere Nahrungsergänzungsmittel, die wir herstellen, werden zum Großteil mit unseren wissenschaftlichen Beiräten zusammengestellt. Wenn man auf unserer Internetseite schaut, dann findet man einen kleinen Ausschnitt. Ich gebe gerne das Beispiel. Professor Spitz kennt man, unser Vitamin D-Papst.
Uwe Gröber kennt man als Guru für Apotheken, das heißt Interaktion mit Arzneimitteln. Und das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, orthomolekulares Arbeiten in der Praxis. Die Patienten, die kommen, die nehmen ja meistens auch Medikamente. Deswegen ist es auch ganz wichtig, hier zu wissen, welcher Mikronährstoff kann uns dann helfen, dieses Medikament entweder zu potenzieren oder gar zu ersetzen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, in diesem Bereich zu arbeiten. Wir haben natürlich auch die Professor König bei uns. Frau König ist ja eine, die die meisten Publikationen über Mitochondrien veröffentlicht hat. Und dieses Thema Mitochondrien ist ja ganzheitlich auch zu sehen, weil Mitochondrien sind halt in jeder Zelle vorhanden, ja, und die bieten uns Energie, die geben uns Kraft, die geben uns Power für den Alltag, die sorgen dafür, dass wir Mikronährstoffe natürlich auch besser verwerten, aufnehmen können und. Das mal nur als kleinen Ausschnitt, ja. Wir haben zum Beispiel auch den Dr. Frese bei uns im Institut, der auch ganz viel unterstützt, wenn es um orthomolekulare Ernährung, um die Entgiftung zum Beispiel auch geht, ja. Und ja, so entstehen quasi unsere Produkte. Also es sind Produkte, die wirklich mit unseren wissenschaftlichen Beiräten zusammengestellt werden. Wir haben natürlich noch viele Professoren, die an Universitäten arbeiten, die Auswertungen machen, die sich viele klinische Studien vor allem anschauen, ja. Studien sind natürlich unsere Bausteine für unsere Produkte aus dem einfachen Grund, es bringt uns nichts, wenn wir sagen, Kurkuma, nur mal als Beispiel, hilft gegen Entzündungen. Und da machen wir 200 Milligramm Kurkuma-Pulver mit rein. Und wenn wir uns die Studienlagen aber anschauen, dann stellen wir einfach fest, ja, bringt etwas, aber erst ab 500 Milligramm Kurkuminoide. Also nicht das Kurkuma-Pulver hat uns einen Erfolg gebracht in der Therapie, sondern die Kurkuminoide und dann auch der Anteil mindestens 500 Milligramm. Und das ist nun mal ein kleines Beispiel dafür, wie unsere Produkte zusammengestellt werden. Ja. Super spannend, ja. Ich meine, ich glaube, es ist auch ultra wichtig, eben mit der Wissenschaft da einherzugehen. Ja, sehe ich bei uns natürlich auch in der Medizintechnik. Es geht gar nicht ohne. Wir müssen ja, also im Rahmen Medizintechnik jetzt auch das Thema Zulassung, das würde mich auch interessieren, mal persönlich einfach mal interessieren, wie das bei den orthomolekularen oder bei den Nahrungsergänzungsmitteln funktioniert. Bei uns ist es ja so, wir werden ja vom TÜV gescreent regelmäßig und wir müssen natürlich klinische Bewertungen zu unseren Produkten durchführen, regelmäßiges Risikomanagement durchführen und so weiter und so fort. Und da ist es ja eben auch wichtig, gerade Studienlage zu beobachten, den Stand der Technik natürlich zu evaluieren und zu schauen, okay, wo kann ich jetzt mich ansiedeln, wo kann ich drauf aufbauen, aufsatteln und so weiter. Ja, genau. Das würde mich schon mal interessieren. Wie ist das bei euch? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt jetzt ein neues Produkt, das habt ihr jetzt in eurem, ich nenne es jetzt einfach mal Gremium am runden Tisch entworfen und jetzt soll das sozusagen in den Markt kommen. Wie sind da so die Schritte? Genau, also als erstes ist das, was wir gerade besprochen haben, unser Gremium entwickelt ein Produkt. Das geht erstmal danach, was wir in Studien machen dürfen. Oder anders, was in Studien getestet wurde. Das heißt ja nicht, dass es als Nahrungsergänzungsmittel dann auch zugelassen ist. Das sieht dann wie folgt aus. Die Rezeptur wird zusammengestellt aufgrund der ganzen Studien. Dann wird das Ganze natürlich weitergeleitet an unsere Rechtsabteilung. Dafür haben wir speziell einen Rechtsanwalt, mit dem wir zusammenarbeiten. Der schaut erstmal im Groben, ist es überhaupt möglich, das als Nahrungsergänzungsmittel umzusetzen. Ja, wenn dieser Step dann irgendwann zustande gekommen ist und der sagt, Mensch, hier ist alles okay, dann ist die nächste Sache, die wir tun, wir lassen das Ganze mal probehalber produzieren. Ja, wenn es dann produziert ist, geht es dann in unabhängige Labore und da werden dann quasi in die einzelnen Mikronährstoffe nochmal untersucht, auf Schadstoffe, auf Pestizide, auf Fungizide, Bakterien und. Ja, und wenn diese ganzen Sachen vorher stattgefunden haben, dann ist es halt so, dass wir sagen, okay, jetzt können wir das Ganze in die Praxis umsetzen. Das heißt, das Produkt wird für uns produziert und wir können mit einem guten Gewissen sagen, weil wir Made in Germany, Produce in Germany sind, dass unsere Partner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, auch alle ISO-Zertifikate haben, die man so kennt, die auch Standard sein sollten in Deutschland, weil es halt einfach für Qualität spricht, dass wir dieses Produkt an den Markt bringen können. Okay, spannend. Genau. Also schon ein echter Aufwand auch, der dahinter steckt, ne? Ja, der ist schon sehr, sehr umfangreich, weil es nicht einfach nur ein Zusammengewürfel ist von irgendwelchen Rezepturen. Ja, der Gesetzgeber verändert sich ja auch täglich, ne? Also was heute gültig ist an Höchstdosis, kann morgen schon wieder völlig anders sein. Also ich gebe gerne ein Beispiel. Wir haben derzeit ein Produkt, das heißt bei uns Ginkgo. Und dieser Ginkgo-Extrakt ist sehr hoch dosiert. Ja, der ist wirklich sehr, sehr stark konzentriert. Hat in Studien so tolle Ergebnisse erzielt, allein wenn es um Tinnitus-Patienten geht, wenn es um Demenzpatienten geht. Aber leider ist der Gesetzgeber jetzt auf diesen Trichter gekommen und hat gesagt, Mensch, das wirkt so gut,
vielleicht sollte man das Ganze ein bisschen mehr limitieren. Es ist dann immer ein bisschen schade, weil es dann immer so ein Hin und Her ist, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Aber wir wollen natürlich immer das Nonplusultra auch rausholen aus diesen Rohstoffen. Ja, okay, das glaube ich, ja. Bei uns ähnlich, also gut, da ändert sich jetzt nicht täglich so viel, aber wir haben ja gerade letztes Jahr kam die Medizinprodukteverordnung für Europa heraus, an die wir uns ja halten müssen, weil die alte Richtlinie sozusagen dann nicht mehr gültig ist, und das sind auch schon extreme Herausforderungen, ne, die dann kommen, und die ganzen Prüfungen und so weiter und so fort. Ja, spannend. Ja. Also bei dir im Prinzip ein ähnlicher Teil wie bei uns auch, nur ein bisschen andere Wege sozusagen, die eingeschlagen werden da drin. Gehört halt zum täglichen Geschäft einfach auch dazu. Also wir haben zum Beispiel auch regelmäßig Kontrollen vom BVL, also vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel. Ja. Die haben wir auch regelmäßig bei uns im Haus, und ich muss ganz ehrlich gestehen, wir verstehen uns super mit dem Amt. Ich sage auch, kommt gerne jederzeit vorbei, nehmt immer wieder Proben von uns, weil auch unsere Tests, die wir auf die Rohstoffe machen, heißt ja nicht, dass das Amt dann dasselbe Ergebnis erzielt, ne? Weil manchmal kommt auch beim Amt etwas raus und da heißt es, Mensch, Herr Martens, da müssen Sie vielleicht nochmal nachjustieren, da haben wir was anderes festgestellt, und das finde ich super. Ja, aus dem einfachen Grund, weil wir einfach mehrere Kontrollmechanismen haben. Ja. Und wenn so ein Amt mir die Freigabe nochmal zusätzlich erteilt, dann bin ich doch einfach vom Gefühl her, kann ich doch einfach viel, viel besser arbeiten. Und deswegen begrüße ich auch diese regelmäßigen Kontrollen, die wir halt vom Amt auch zusätzlich noch haben. Ja, spannend. Nee, finde ich gut. Ja. Sehe ich ganz genauso. Bei uns ist es, wie gesagt, der TÜV, der kommt, und ab und zu auch mal das Gewerbeaufsichtsamt, oder hier heißt es dann Regierungspräsidium in Kassel, die natürlich auch entsprechende Kontrollen durchführen und Dokumente einsehen. Ja, sehe ich genauso wie du. Auch nochmal von einem anderen Blickwinkel einfach eine Auskunft zu bekommen, eine Empfehlung, einen Tipp, wie auch immer man das jetzt interpretieren will. Und ich sehe das halt auch immer als Chance zur Verbesserung, ganz einfach. Richtig, ne? Genau. Das heißt ja auch, sich weiterentwickeln. Ne? Und wir wollen nicht auf dem alten Stand bleiben, und deswegen werden ja auch unsere Rezepturen regelmäßig auch von unseren wissenschaftlichen Beiräten überarbeitet. Also ein Produkt, was es letzte Woche noch gab, muss es nächste Woche nicht mehr bei uns geben. Zumindest in der Grundzusammensetzung wahrscheinlich schon, aber vielleicht kommt ein neuer Rohstoff hinzu, weil irgendwie eine ganz coole, tolle Studie wieder rausgekommen ist. Ja, das ist ja etwas, was Weiterentwicklung ist, und wir dürfen ja nicht stehen bleiben, und genau dasselbe ist ja auch bei euch. Ihr entwickelt euch ja auch permanent weiter, weil ihr einfach sagen wollt, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen immer am Nagel der Zeit bleiben. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ich würde gerne einfach auch aus persönlicher Sicht, weil ich selber sozusagen Konsument bin eines, nicht nur eines, sondern aber speziell dieses Produktes, und weil ich glaube, dass es halt auch perfekt einfach in der Symbiose mit der Mikrostromtherapie steht. Du hattest vorhin schon mal das Thema Mitochondrien angesprochen, ist auch auf dem Produkt abgebildet, eine kleine Grafik eines Mitochondriums, und zwar die Zellenergie. Weil ich glaube ganz einfach durch die, so wie ich sie interpretiere, die Produkte oder die Inhaltsstoffe, die da enthalten sind, sie eben die Therapie mit Mikrostrom und LED-Licht in meinen Augen sehr, sehr gut ergänzen können. Und da würde mich mal interessieren, erzähl mal was über das Produkt. Was kann man sich tatsächlich darunter vorstellen? Was können sich Therapeuten und Ärzte dann auch, die es noch nicht kennen, darunter vorstellen? Also das Zellenergie ist ja von Professor Brigitte König zusammengestellt. Und wie anfangs erwähnt, hat sie sehr viele Publikationen über Mitochondrien veröffentlicht. Sie ist an der Universität Leipzig noch tätig. Sie hat sogar ein eigenes Mitochondrien-Speziallabor. Und ich glaube, viele Therapeuten kennen dieses Speziallabor, das heißt MMD. Da kann man seinen Mitochondrien-Status testen, da kann man schauen, vor allem, wie viele Mitochondrien sind noch vorhanden, wie viel ATP wird gebildet. Sind meine Mitochondrien vielleicht auch krank? Ja, auch sowas kann man dort alles erheben, und das natürlich auch speziell auf Medikamente bezogen und. Und die Frau Professor Brigitte König ist halt auch meine Doktormama, und sie sagt immer wieder, Alex, wir müssen schauen, dass wir ein Produkt an den Markt bringen, was genau das alles beheben kann oder zumindest verbessern kann. Ja. Das ist das Interessante daran beim Zellenergie. Die Zusammensetzung ist genauso konzipiert, dass die Mitochondrien wieder anfangen, Spaß zu haben. Sie fangen wieder an, mehr ATP zu bilden. Wir haben eine Mehr- oder Neubildung von Mitochondrien, weil alles drin ist, was ein Mitochondrium einfach braucht, um leistungsaktiv zu bleiben. Ja, und deswegen ist es auch so hoch dosiert von den Inhaltsstoffen, weil wenn man sich dieses Produkt einfach mal anschaut mit 250 Milligramm Coenzym-Q10, dann sind wir schon über dem Normwert. Ja, die Studienlage fängt bei 150 Milligramm an, und mit 250 Milligramm bin ich schon mehr als Studienlage, bin aber bei manchen Erkrankungen vielleicht noch drunter, aber ich habe eine sehr gute Tendenz dahin. Genau, und so wurde das Produkt halt entwickelt, und dann alle weiteren Kofaktoren, die noch mit drin sind, wie zum Beispiel die bioaktiven B-Vitamine. Warum betone ich das bioaktiv? Aus dem einfachen Grund, wir wissen zum Beispiel bei Folsäure,
dass es da eine Form gibt, das sogenannte Methyltetrahydrofolat. Das kann nicht jeder bilden. Ja? Studien haben bestätigt, dass zum Beispiel 30% der deutschen Frauen keine bioaktive Folsäure bilden können. Heißt im Umkehrschluss für viele Frauenärzte als Beispiel, schwanger werden, schwanger bleiben. Ja? Funktioniert halt nur bedingt, weil ich halt die bioaktive Form nicht bilden kann. Und das ist nur ein Abriss von einem Vitamin. Und deswegen verwenden wir bei uns, zum Beispiel auch in Zellenergie, immer bioaktive Formen, weil wir wissen ja nicht, welche Person vor uns gerade ist. Ja, das kannst ja du sein, das kann ich sein. Wenn man nicht aufwendig einen großen Test machen möchte, ob ich das umwandeln kann, dann gebe ich halt einfach von vornherein das Richtige. Der Körper kann es optimal aufnehmen. Und wenn er dann in Kombination mit Luxamed nutzt, zum Beispiel Mikrostrom, kann das natürlich noch optimal in der Zelle aufnehmen, intrazellulär auch verwerten und dann das Optimum rausholen. Ja, perfekt. Ja. Was würdest du denn, sagen wir mal, wenn wir bei diesem Thema jetzt mal so Regeneration, das mal jetzt nehmen und da das Zellenergie nehmen und den Mikrostrom, was wären deiner Ansicht nach noch dazu passende Produkte? Zu den Produkten an sich würde ich, also sprechen wir vom obergeordneten Produkt, und zwar Mikrostrom und Nahrungsergänzungsmittel zusammen, ist eine super Kombination. Wir müssen aber natürlich auch schauen, dass wir uns gut ernähren. Ja? Das spielt natürlich auch eine obergeordnete Rolle. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht auch mal an die frische Luft gehen. Und dann an der frischen Luft, wer kann, geht spazieren. Wer mehr kann, macht auch mal etwas Sport zum Runterkommen. Sei es Yoga, sei es Ausdauersport, ja, um den Stoffwechsel noch mal zusätzlich anzuregen. Ich glaube, wenn man diese 4 Säulen so ein bisschen berücksichtigt, dann kann man noch mehr rausholen, gerade wenn es um die Mitochondrien geht. Zum Thema Ausleitung vielleicht noch, das hatten wir auch anfangs kurz erwähnt, Thema Ausleitung, Entgiftung, das ist ja auch etwas, wo wir sehen auch aus unseren Anwenderstudien, ich mache jetzt seit 2019 sehr intensiv eine Anwenderstudie mit derzeit 22 Teilnehmern, das sind Therapeuten und Ärzte, die da drin enthalten sind, wo ich dann pro Woche immer verschiedene Fragebögen zu verschiedenen Patienten zurückbekomme und da sind natürlich auch immer diese Sachen so, sagen wir, in dem Bereich Lymphödeme, Lipödem, Ausleitung jetzt mal bezogen auf die Lymphdrainage, aber auch natürlich so diese Entgiftungsbereiche, wo ich tolles Feedback bekomme. Wie könnte ich mir das vorstellen, auch noch, sagen wir mal, zu unterstützen mit einer passenden Nahrungsergänzung? Also wir haben dafür 2 Produkte entwickelt. Das eine Produkt heißt Mono Detox, das heißt Mono steht für 1 und die steht für 2, der sogenannten Biotransformation. Biotransformation ist ein Oberbegriff in der Biochemie, da geht es zum einen darum, ich verändere ein Toxin intrazellulär so, dass eine wasserlösliche Endung an dieses Toxin dran kann, weil erst dann, wenn eine wasserlösliche Veränderung oben drauf ist, kann es aus der Zelle raustransportiert werden. Das heißt Monodetox. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben alle Zusatzstoffe mit drin, mit Zusatzstoffen meine ich nicht Zusatzstoffe chemisch gesehen, sondern alle Rohstoffe mit drin, die diese Veränderung hervorrufen, intrazellulär. Ja? Und dann kommt die sogenannte Phase 3, das ist das sogenannte Tritox. Ja, und das Tritox für Phase 3 ist der sogenannte Gelator. Weil wenn etwas aus der Zelle raus ist, heißt es nicht, dass es aus dem Körper raus ist. Das wissen wir ja alle. Ja, das kann dann über einen enteropathischen Kreislauf wieder zurücklaufen, kann dann von Nervenzellen aufgenommen werden, von Gehirnzellen wieder aufgenommen werden, was wir ja alles gar nicht wollen. Ja, ich gebe gerne ein Beispiel. Viele Leute, die Diäten machen, die abnehmen, die machen Phase 1 und 2. Die Fettzellen gehen kaputt, das Toxin kommt raus. Und dann vergessen sie aber, währenddessen einen Gelator zu nehmen. Ja, damit es auch wirklich aus dem Körper rauskommt. Und da gibt es halt wirklich viele, viele Möglichkeiten, was man tun kann. Man kann zum einen mit Chlorella-Alge arbeiten. Man kann mit einem niedermolekularen Seegraspektin arbeiten. Man kann mit Ballaststoffen arbeiten. Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man sollte es aber auf jeden Fall tun. Und wir haben das Produkt Tritox und da ist niedermolekulares Seegraspektin mit drin, was im Blut sogar gelatiert und dann über die Niere ausgeschieden werden kann. Und wir haben die Chlorella-Alge bei uns hochdosiert mit drin und wir wissen ja über die Chlorella-Alge, dass sie im Darm aufgeht und da richtig gute Toxine bindet und dann über den Stuhl wieder verlässt. Okay. Ja. Und das Interessante daran ist, wir haben bei uns eine Ärztin, die konnte das immer nicht glauben und ich dachte mir, Mensch, da müssen wir jetzt mal ein bisschen nachhaken, weil ich möchte ihr gern den Zahn ziehen. Ja, und weil sie sagte, Mensch, ich mache das schon seit 20 Jahren, ich arbeite orthomolekular, ich habe viele Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert und ich bin damit zufrieden, aber noch nicht so, dass ich sage, dass es richtig toll ist. Und dann habe ich mir, okay, lasst uns zusammen eine Studie machen. Und dachte sie, okay, mache ich mit. Sie hat sich 10 Patienten ausgesucht, wo sie wusste, dass sie sehr schwermetallbelastet sind. Also sei es Zinn, Quecksilber, Arsen und. Und dann haben wir dem Patienten jeden Tag Monodetox gegeben und Tritox, immer zusammen, also Phase 1 und 2 sollte man immer zusammen geben,
nicht Phase 1 und 2 und dann im Monat Phase 3 später, sondern das wäre dann falsch, weil die intrazelluläre Ausleitung, die geht relativ schnell. Deswegen brauche ich auch relativ schnell den Gelator. Das haben wir 10 Tage lang bei 10 Patienten gemacht und es war Wahnsinn, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Wir haben nämlich jeden Tag Blut abgenommen bei den Patienten, immer wieder ausgewertet und auch das Labor hat, und das fand ich ganz witzig, hat diese Ärztin angerufen und hat gesagt, sag mal, was machen Sie denn da gerade? Das ist wirklich angestiegen bis zu 15% im Blut und ist nach dem 5. Tag alles wieder runter. Also auf Ausgangsniveau. Und das fand ich so faszinierend. Ich habe mich da so drüber gefreut, dass dieses Konzept Studien auswerten, von der Studienauswertung in ein Produkt umgesetzt, Gremien, bla bla bla, alles, was wir natürlich brauchen für die Zulassung und dann als Produkt auf den Markt schießen konnten. Und es war wirklich Wahnsinn, dass wir da so tolle Feedbacks bekommen haben. Klasse, ja. Super. Nee, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen. Funktioniert toll, macht Spaß. Und ihr seid ja als Unternehmen jetzt auch mal unabhängig der Produkte absolut sympathisch. Kommt sehr sympathisch rüber, sei es auf Social Media oder natürlich auch über eure Internetseite. Da werde ich natürlich alle Links zu den Sachen, die wir besprochen haben, zu den Produkten und auch zu eurer Internetseite packe ich in die Shownotes dieser Podcast-Episode, damit der Hörerin sich natürlich auch direkt ein eigenes Bild darüber machen kann. Finde ich klasse. Und ihr macht ja auch extrem viele, auch für die Anwender, für Ärzte, Therapeuten, extrem viele Webinare. Ich sehe es immer im Newsletter. Da kommt ja fast wöchentlich ein Newsletter. Finde ich spannend. Also, dass ihr da halt auch so stark, ja, mit euren Kunden in der Gemeinschaft sozusagen interagiert. Ja, finde ich super. Ja, da muss ich auch dazu sagen, wie gesagt, ich finde unsere Newsletter auch toll. Wir werden wirklich überschüttet von unseren wissenschaftlichen Beiräten mit News. Und das Schade daran ist halt, ich würde am liebsten jeden Tag ein Newsletter rausschicken, weil jeden Tag neue Sachen auf den Tisch kommen, die so faszinierend sind, ja, was die Wissenschaft uns jeden Tag bietet. Ich gebe gerne ein Beispiel, ich durfte gestern ein Webinar über Kurkuma halten und innerhalb von einem Monat 300 neue klinische Studien über Kurkuma. Ist ja Wahnsinn, das muss man sich mal also wenn man alle Studien nur mal wieder präsentieren wollen würde, da kommt die Begeisterung, da habe ich ein Flattern und deswegen, ja, wir versuchen natürlich sehr viel mit unseren Therapeuten auch zu interagieren. Ja, wir bekommen auch sehr viele Feedbacks über diese Newsletter. Wir haben tolle Webinare mit Uwe Gröber jetzt gerade. Das ist sehr, sehr spannend, weil der Herr Gröber hat sehr viele Bücher geschrieben über Arzneimittel und Mikronährstoffe. Der ist ja so ein bisschen der Papst auch in diese Richtung. Und der hält wirklich fast jede Woche bei uns ein Webinar über einzelne Mikronährstoffe. Ja, und Wahnsinn einfach, ja. Und jetzt auch Professor Döll, die zum Beispiel sehr viele Bücher auch geschrieben hat über sekundäre Pflanzenstoffe, über Adaptogene, die unsere Psyche beeinflussen können. Wie gesagt, ich würde am liebsten jeden Tag einen raushauen an Newslettern, aber das kann man natürlich nicht machen. Ja. Deswegen müssen wir uns da natürlich manchmal schon ganz schön konzentrieren, dass wir die Begeisterung ein bisschen zurückhalten, weil wir wollen ja auch noch die nächsten Jahre viel nach vorne bringen. Ne? Ja, spannend, super. Ja, also ich glaube, meine Fragen sind alle beantwortet und noch oben einiges drauf. Also super, fand ich klasse. Vielen, vielen Dank. Sehr gern, sehr gern. Und ich denke, wir werden sicherlich vielleicht nochmal 1-2 Podcast-Episoden vielleicht machen in der Zukunft. Vielleicht auch irgendwann natürlich, soweit wir wieder auch in den Live-Präsenz gehen unserer Seminare. Dann seid ihr natürlich auch wie immer herzlich eingeladen. Und ja, noch einmal vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die tollen auch Erklärungen. Auch wie du es erklärt hast, fand ich spannend. Ich bin jetzt kein Biochemiker, aber ich konnte das alles gut nachvollziehen. Und ja, perfekt. Dann würde ich sagen, ich freue mich, dass wir uns bald auch wieder live sehen, nicht nur online. Danke, freue ich mich auch drauf. Wünsche dir erst einmal für die nächste Zeit, auch für den Sommer, alles Gute, eine schöne Zeit und sage bis bald. Dankeschön, vielen Dank, bis dann, Wiederschauen. Da sind wir auch schon wieder durch, knappe 24 Minuten und ich glaube, diese 24 Minuten bieten Potenzial für noch weitere Folgen. Alle Links zu dieser Episode, zu der Firma Natogena und Alexander Martens finden Sie wie gewohnt in den Shownotes dieser Episode. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie uns bzw. unseren Podcast abonnieren. Auch natürlich in den sozialen Medien einfach mal nach dem Hashtag Luxamed schauen. Ich glaube, da warten sicherlich schon einige spannende Beiträge, Bilder und Inhalte auf Sie. In dem Sinn, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass Sie bis hierher zugehört haben. Seien Sie gespannt, es kommt bald wieder eine neue Folge, eine neue Episode. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage auf Wiederhören.